Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute erzählen wir euch die Geschichte der Altschauenburg. Die Ruinen der Altschauenburg liegen, umringt von Wald, auf dem felsigen, schroff abfallenden Kleiflüeli, einem benachbarten Felskopf der Schauenburgflur. Wer den Ort besucht, kann sich seiner Magie nur schwerlich entziehen. Sie ist von einem Graben umgeben, welcher teils naturgegeben ist, teils künstlich durch das Bearbeiten der Felsen geschaffen wurde. Praktischerweise konnte man so auch Material zum Bau der Burg gewinnen. Die Anlage verfügt über eine mächtige Schildmauer, welche bis zu 4 Meter dick ist. An den Ecken wird diese durch runde Risaliten abgeschlossen. So werden hervorspringende Gebäudeteile in der Fachsprache genannt. Dahinter befinden sich 2 Wohnräume, welche vom Burghof aus zugänglich sind. Betreten werden kann die Burg an der Südwestseite. Zudem fällt im Nordosten der Burganlage eine in den Fels geschlagene, teilweise ummauerte, rechteckige Vertiefung auf. Diese könnte als Zisterne oder Keller genutzt worden sein. Außerhalb der Kernburg wurden Spuren einer Vorburg gefunden. Diese bestand allerdings vermutlich nur aus 2 Holzhäusern. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um Wirtschaftsgebäude. Diese waren jedoch lediglich durch Trockenmauern und Holzpalisaden geschützt. Über die Geschichte der Burg ist nur wenig bekannt. Erbaut wurde sie vermutlich zwischen 1275 und 1280 im Auftrag der Herren von Schauenburg. Auf diese Zeit werden die ältesten archäologischen Funde datiert. Und somit ist die Altschauenburg jünger als die nicht weit entfernte Neuschauenburg. Mit dem großen Erdbeben von Basel im Jahr 1356 endet die Nutzung der Anlage bereits wieder. Vermutlich waren die verursachten Schäden so groß, dass es sich nicht lohnte, die Burg wieder instand zu stellen. Zumal auch die Neuschauenburg repariert werden musste. Die Ruine geriet bis Mitte des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit. Erst bei Sondierungen 1949 bis 1954 wurde sie wieder entdeckt. Ausgegraben und konserviert wurden die Überreste der Altschauenburg schließlich in den Jahren 1976 und 77. Gefunden wurden unter anderem eine große Anzahl von Fragmenten verschiedener Öfen sowie eine 15 cm große Tonfigur, welche eine adelige Dame in Tracht darstellt. Eine Burgruine ganz nach meinem Geschmack, schön versteckt im Wald. Das war's auch schon wieder mit dem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.